Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Dart und Flutter. Heute mit etwas, was wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Und zwar, wir haben hier relativ viele schöne Dinge. Wir können diese wunderschönen Teile löschen. Aber wir kennen vielleicht auch von den Navigationsleisten hier oben die berühmten 3 Punkte. Hoppala. Genau, und diese 3 Punkte öffnen meistens eine sogenannte Navigationsleiste oder auch Navigation Drawer. Und dieser Navigation Drawer ist meistens sehr, sehr nützlich und sollte eigentlich in den meisten Apps irgendwie anzufinden sein. Mir fällt da vor allem natürlich YouTube Studio ein, weil ich das sehr, sehr häufig benutze, aber es gibt natürlich auch sehr viele andere. Und wir wollen das uns heute mal angucken. So, jetzt natürlich die große Preisfrage, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir so einen Navigation Drawer da reinpacken? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Wir haben hier erstmal unsere App, die ein Stateless Widget ist und die liefert uns hier eine Homepage. Und ja, diese Homepage ist jetzt hier unten dran als Stateful Widget implementiert. Das möchte ich jetzt in diesem Video ein kleines bisschen ändern, deswegen machen wir hier mal diesen Befehl da rein, damit wir das hier nicht mehr haben. Und zwar wollen wir hier direkt dann einfach ein Widget einbetten. Und zwar ein ganz normales Scaffold-Widget, was sogar tatsächlich stateless sein darf. Wir müssen da nichts reinspeichern. Das heißt, wir bauen uns hier ein Widget, also einfach eine Funktion, die uns ein Widget zurückgibt, damit wir es hier vernünftig einbinden können. Und zwar Build Drawer Example. So. Und dieses Build Drawer Example, das packen wir jetzt hier rein. Nur damit ihr nicht irgendwie verwirrt werdet von diesem ganzen Ding. Okay, so, jetzt dieses Build Drawer. Was genau wollen wir denn da reinmachen? Nun, wir wollen hier eine Navigationsleiste haben. Das heißt, wir returnen hier am besten einfach mal ein Scaffold. Und dieses Scaffold, das kennen wir mittlerweile ganz gut. Da können wir verschiedenste Sachen reinmachen. Und natürlich brauchen wir eine App-Bar, denn dort rein kann man ja klicken, um überhaupt die Navigationsleiste aufzumachen. Das heißt, die App-Bar ist hier sogar verpflichtend, um die Navigationsleiste überhaupt anzeigen lassen zu können. So, wir können hier erstmal den Titel reingeben und sagen hier, das Ganze ist ein Text. Oh, ja, natürlich ein Text. Und der soll mir hier bitte einfach nur anzeigen, Navbar. Example. So, und das war es eigentlich auch hier schon. Mehr brauchen wir hier nicht. Der Body, der ist auch relativ schnell gemacht. Wir sagen hier einfach mal ein Center aus einem Text. Mit einem Child natürlich als Text. Und zwar, was sagen wir hier rein? Draw me. So. Okay. Next up ist das, was wir wirklich brauchen. Und da gibt es einen speziellen Befehl. Und ihr könnt jetzt hier übrigens gerne mal einfach Steuerung Leertaste drücken, dann seht ihr, was ihr hier alles noch reinpacken könnt. Und zwar Floating Action Button. Den Floating Action Button kennen wir, das ist das kleine Plus unten rechts. Die Background Color sollte selbsterklärend sein. Die Bottom Navigation Bar, die ist im Endeffekt eine Navigationsleiste, die unten angesiedelt ist. Das heißt, unten habt ihr dann quasi so mehrere kleine Bobbles, wo ihr draufklicken könnt. Die würde ich euch nur empfehlen, so rein designtechnisch, wenn ihr die obere Navigationsleiste schon ausgenutzt habt. Bottom Sheet, Drawer ist das, was wir gleich brauchen. Und hier gibt es dann eben noch relativ viele Optionen zum Drawer. Drag Start Behavior, Edge Drag Width, Enable Open Drag Gesture, alles Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt braucht. Hier haben wir auch noch einzelne Informationen über den Floating Action Button. Hier haben wir Keys, Persistent Footer und Primary und so weiter und so fort. Wir brauchen hier allerdings nur den Drawer. Das ist das, was noch relativ häufig verwendet wird. Den Rest dürft ihr mir schreiben, wenn ihr es dringend braucht und kein Tutorial findet, beziehungsweise das nicht selber hinkriegt. Aber ich denke, in den meisten Fällen haben wir relativ bald eigentlich alles abgedeckt, was man so regelmäßig braucht. Und ja, dann dürft ihr mir, wie gesagt, gerne schreiben, wenn ihr noch was haben wollt. So, wir machen jetzt hier mal Folgendes. Damit das Ganze nicht so unübersichtlich wird, sagen wir hier einfach mal Drawer. Drawer. Ich kann nicht tippen, es tut mir leid. So, Drawer Elements. Okay, so, was ist jetzt Drawer Elements? Nun, die definieren wir einfach oben drüber. Wir sagen hier Final. Drawer. Dieses Wort ist furchtbar zum Tippen. Drawer Elements ist gleich. So.
Und jetzt können wir uns überlegen, was soll denn da eigentlich rein? Nun, im Endeffekt, euer Drawer ist eine Liste. Also ihr könnt da jede Art von View reinpacken, jede Art von Widget reinpacken, die man da reinmachen möchte. Aber im Normalfall habt ihr in der Navigationsleiste eine Liste, weil ihr natürlich mehrere Menüpunkte habt. Und je nachdem, auf welchen Menüpunkt ihr draufklickt, öffnet sich eben ein neues Fenster zum Beispiel, was wir ja auch schon gemacht haben, über den Navigator. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran, das ist nämlich nicht ganz unwichtig. So. Und wenn wir hier also eine Liste haben, dann packen wir uns hier einfach eine List-View rein. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir wollen. Also wir wollen eine List-View. Na gut, eine List-View muss natürlich Items haben und diese Items müssen wir als Kinder definieren. Ihr könnt natürlich hier der List-View noch alle möglichen Elemente oder sowas rangeben, ist klar. So, und wir sagen jetzt hier einfach mal, wir wollen ganz gerne List-Tiles haben. Also eine List-View besteht natürlich aus List-Tiles und die separieren wir einfach mit einer Klammer, einem Komma, wie immer, und sagen hier, okay, der Titel von unserem Tile ist ein Text und der sagt zum Beispiel Dashboard. So, das ist quasi unser Standard. Dann das nächste Item sagt uns, was könnte man noch haben? Sagen wir Impressum. So, und dazwischen habt ihr natürlich im Normalfall noch sehr, sehr viel mehr Teile. Ihr könnt hier selbstverständlich auch einen Divider reinbringen. Divider. So. Und ja, schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an, wie das jetzt aussieht. Und hier sehen wir haben hier schon direkt eine List-View und wenn wir draufklicken, sehen wir hier direkt Dashboard und dann kommt so ein Divider und dann Impressum. Wunderbar. Ich kann auch schon tatsächlich hier von links nach rechts, man muss mit der Maus sehr, sehr vorsichtig sein, mit dem Finger geht das deutlich einfacher, aber ich kann auch von links nach rechts einfach wischen, wenn ich das möchte. Von rechts nach links hingegen, da geht nichts. Ja, das ist wirklich nur auf der linken Seite und ich kann hier eben draufklicken. So, jetzt fällt euch vielleicht was auf, was ein bisschen seltsam ist. Also klar, natürlich, ich kann hier auch in meine Tiles noch reinpacken. So, on Tab. Oder auch übrigens, wenn ihr hier Steuerung Leertaste drückt, Autofokus, Content Padding, Dance, Enabled, Focus Color und so weiter und so fort. Das könnt ihr hier alles reinpacken, wenn ihr das braucht. Interessant ist wahrscheinlich am ehesten On Tab, On Long Press und natürlich hier Focus ist zum Beispiel, beziehungsweise Enabled habt ihr hier zum Beispiel, wenn ihr gerade aktiv auf dieser Seite seid. Das kann man hier auch durchaus reinbringen, wenn man das möchte. So, jetzt ist natürlich interessant zu wissen erstmal also jetzt kann ich hier zum Beispiel on Tab irgendwas machen. Zum Beispiel kann ich hier einfach Print, beziehungsweise, ja, nee, machen wir es einfach mal wirklich mit einem Print. Print tabbed. Okay? Und da muss natürlich auch ein Semikolon rein. Und wunderbar, wenn ich hier jetzt draufklicke, beziehungsweise erstmal muss ich das neu laden. Auf welches habe ich es gemacht? Aufs Dashboard. Und dann sehen wir hier tabbed. Also, es ist quasi wie eine ganz normale Funktion. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Aber trotzdem, designtechnisch sieht das Ganze sehr, sehr seltsam aus und sehr leer aus. Denn in den allermeisten Fällen, wenn ihr mal drauf achtet, werdet ihr oben über dem ersten List-Teil nicht direkt mit dem ersten, also direkt das erste Element wird nicht euer erster Menüpunkt sein in den meisten Fällen, sondern er wird irgendwie mit eurem Account zu tun haben. Und dafür gibt es auch speziell was sich User Account Drawer nennt. Und den packen wir hier tatsächlich auch mal rein. Das heißt, wir machen uns hier einen User Account Drawer Header. Wir können aber hier auch einfach mal Drawer Header eingeben. Drawer Header. So, und dann sehen wir hier, es gibt entweder den Drawer Header oder es gibt den User Account Drawer Header und das ist wahrscheinlich der, den ihr häufiger sehen werdet. Ihr könnt ja natürlich auch mit Paddings oder mit irgendwelchen Icons arbeiten oder mit euren eigenen Bildern von eurem Logo oder sowas. Das ist klar, das könnt ihr so designen, wie ihr das braucht. Und wir gehen jetzt hierher und sagen aber, okay, User Account, was ist das eigentlich? Nun, der User Account Drawer Header braucht erstmal mehrere Informationen. Und zwar haben wir einmal hier den Account, die Account E-Mail und den Account Namen. Und wir starten natürlich mit dem Account-Namen, den wollen wir ganz oben haben. Das heißt, hier haben wir einen Text und der heißt zum Beispiel Morpheus. So, und dann haben wir hier zum Beispiel die Account-E-Mail und sagen hier Text, danke fürs Zusehen, Smiley. Und wir haben Account Picture. Also Current Account Picture zum Beispiel, wo wir zum Beispiel uns ein Bild einlesen können. Und zwar vielleicht als Const Circle
Circle Avatar. Wobei, wie wäre es mit einem Circular Progression Item? Dann kennt ihr das auch mal. Circular Progress Indicator meine ich natürlich. So, Background Color. Wie machen wir die Background Color? Wie wäre es mit Color? Colors.black. So, wunderbar. Schauen wir uns das Ganze einfach mal kurz an. Und wir sehen, dass wir hier erstmal mein Profilbild haben, was natürlich erstmal ein drehendes Icon ist. Das ist quasi das Lade-Icon. Das wird normalerweise angezeigt, wenn irgendwie ein Bild geladen wird. Das haben wir schon mal benutzt übrigens, falls ihr euch erinnert. Und das war in dem Netzwerkteil, weil das eben relativ häufig verwendet wird, um Asynchronität zu nutzen. Dann haben wir den Namen und dann haben wir eine kleine Nachricht und dann erst kommen die ersten Items. Ach so, und eine weitere Sache, wenn wir hier jetzt draufklicken, sehen wir natürlich auch, dass man draufklickt. Hier unten sieht man es nicht. Das heißt, wenn ihr kein On-Tab implementiert habt, dann seht ihr hier nicht wirklich, dass man irgendwo draufklicken kann. Und ja, wie kann man jetzt die Klicks verarbeiten? Nun ja, ganz genau so, wie wir es auch schon gemacht haben. Das heißt, wenn ihr hier draufklickt, dann den Navigator öffnen und eben eine neue Layout-Sache oder sowas anzeigen. Und das ist eigentlich so die Art und Weise, wie man heutzutage in Apps navigieren kann. Es gibt natürlich auch sowas wie Leute, die Hyperlink-artige Dinge in ihren Apps drin haben. Das heißt, eigentlich sind das keine echten Hyperlinks, sondern es sind ganz normale Textboxen wie dieses DrawMe. Das möchte ich nochmal ganz kurz demonstrieren, wie das aussehen kann. Ein ganz normales DrawMe, aber hier drin dann eben, ein, halt nicht da drin, sondern im Inkwell dann zum Beispiel. Und hier als Child-Element das Text-Element. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, ein On-Tab zu machen und da dann eben auch irgendwas zu tun. Das heißt zum Beispiel hier einfach Print Inkwell. So, und da kann man natürlich dann auch drüber klicken. Aber der große Punkt ist, es gibt an sich keine, also wenn ich jetzt hier draufklicke, wir sehen es hier auch, normalerweise macht man sogar noch einen Container drüber, damit man es halt schön groß hat. Aber der Punkt ist, es gibt jetzt nicht wirklich ein Button-Text-Element oder sowas von Natur aus. Also klar gibt es welche, aber im Endeffekt nutzen die meisten Leute einfach nur ein Textelement und packen dann hier ihren Text-Style so rein, dass er blau und unterstrichen ist. Und blau und unterstrichen heißt irgendwie in unserem Gehirn mittlerweile, dass es ein Hyperlink ist und dass man draufklicken kann, dass man dann dort ankommt, wo man eigentlich hin möchte. Das heißt zum Beispiel ein Mehr anzeigen in einer Card, was wir ja auch schon drüber gesprochen haben, wenn man zum Beispiel eine Card hat mit oberflächlichen Informationen und dann unten drunter so ein blauer unterstrichener Text mit mehr Anzeigen, da wird dann eigentlich für jeden User klar, dass man da drauf klicken kann und ja, dass das einen dann eben zu den Mehrinfos zu dieser Card führt, also zu den Detailinformationen. Okay. Und das soll es an sich auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ihr könnt jetzt mit der Navigationsleiste hier auch ganz gut klarkommen und umgehen. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.